Hey Leute, ich möchte euch heute gerne den Torwart-Handschuh von RimaTech Evo Kodiak 2.0 vorstellen. Dazu habe ich die Handschuhe nun über ein halbes Jahr getestet, unter anderem in der Halle und auf Kunstrasen und normalen Rasen. Wie sich der Handschuh im Test geschlagen hat, das erfahrt ihr jetzt. Kommen wir zum Komfort. Der Handschuh liegt leider nicht eng genug an, wodurch man ein schlechteres Ballgefühl hat, was allerdings auch daran liegen kann, dass der Handschuh größer ausfällt. Deshalb würde ich im Vornherein schon empfehlen, den Handschuh eine Größe kleiner zu kaufen. Der Verschluss ist dadurch leider auch zu locker. Außerdem kann man diesen nur einmal rumbinden und nicht so wie bei den neuen Adidas Handschuhen zweimal. Das führt dazu, dass eine Lasche, die übersteht, ziemlich stört. Dafür gibt es allerdings noch eine kleine Lasche an der Bandage, die es einfacher macht, den Handschuh anzuziehen. Die Fingersafe-Elemente sind durch die Klettverschlüsse etwas schwerer einzusetzen, dafür sitzen sie aber fest. In meiner Testphase habe ich größtenteils die Handschuhe ohne Fingersafe benutzt, da ich grundsätzlich immer ohne Fingersafe spiele, da meine Bewegungen dadurch eingeschränkt werden und ich schlechter spielen kann damit. Durch den Fingersafe wird die Passform an den Fingern allerdings auch wieder enger. Das Material an der Oberhand ist leider zu dick, was das Ballgefühl ein bisschen verringert. Im Großen und Ganzen denke ich aber, hätte ich die Handschuhe in einer Größe kleiner gehabt, dann hätten sie recht gut gepasst und man hätte einen guten Komfort in ihnen. Kommen wir zum Grip und dem Touch. Zu Beginn hatte ich einen sehr guten Grip. Nach einer Zeit musste ich den Handschuh allerdings mit speziellen Mitteln waschen, um den Grip noch einigermaßen beizubehalten. Oder es muss eben im Spiel mit Spucke ausgeholfen werden. Allerdings hatte ich jetzt in der Hitze sehr Probleme mit dem Grip, da die Handschuhe immer wieder ausgetrocknet sind. Auch wenn es geregnet hat, waren die Handschuhe einfach zu nass und der Grip war nicht mehr vorhanden. Wie gesagt, dadurch, dass mir die Handschuhe zu groß ausgefallen sind, hatte ich ein schlechteres Ballgefühl. Mit Fingersafe ist das Gefühl im Handschuh ziemlich ähnlich, aber wie gesagt, die Bewegungen sind sehr eingeschränkt. Also zusammengefasst ist der Grip des Handschuhs ganz okay, aber er lässt nach einiger Zeit nach, was nicht passieren sollte. Kommen wir zur Qualität und Haltbarkeit. Wie schon erwähnt, habe ich den Handschuh ungefähr ein halbes Jahr lang getestet. Zu Beginn habe ich den Handschuh in der Halle benutzt, wo er auch super gehalten hat und keine Abnutzspuren hatte. Danach hatte ich dann jede Woche mindestens einmal Training auf Kunstrasen und einmal ein Spiel auf Kunstrasen oder normalen Rasen. Zu Beginn haben die Handschuhe selbst auf dem Kunstrasen sehr gut gehalten und ich hatte wenig Abnutzspuren. Doch besonders jetzt in den letzten Wochen ist der Handschuh immer mehr kaputt gegangen, wodurch er jetzt auch so aussieht. Die Nähte sind allerdings sehr gut verarbeitet. Ich hatte keine erkennbare Naht, die je aufgegangen ist. Zusammenfassend kann man sagen, dass der RimaTech Evo Kodiak 2.0 ein guter Durchschnittshandschuh ist. Er hat einige Vorteile, wie zum Beispiel die austauschbaren Fingersafe-Elemente oder auch die gute Verarbeitung der Nähte. Ein Nachteil ist aber zum Beispiel die Haltbarkeit und der Grip. Die Handschuhe haben bei mir eine solide Leistung über ein halbes Jahr aufgewiesen. Jetzt müsste man das natürlich betrachten mit Leuten, die öfter Training haben oder öfter spielen und bei denen würde der Handschuh vielleicht nur ein Vierteljahr halten. Wo leider auch bei dem Kauf nicht darauf hingewiesen wird, ist, dass der Handschuh größer ausfällt als normal. Damals hat der Handschuh, glaube ich, 80 € gekostet und ich finde, für die Leistung ist der Preis leider zu hoch. Also für den Handschuh würde ich einen Preis von 50 oder 60 € vorschreiben. Ich denke aber, wenn man den Handschuh eine Nummer kleiner kauft und nicht auf Kunstrasen oder ähnlichem spielt, kann ich den Handschuh für Anfänger, Fingersafe-Spieler bzw. auch einfach Freizeitfußballer sehr empfehlen. Denn ansonsten macht der Handschuh einen soliden Gesamteindruck. Und ich kann mich jetzt eigentlich auch nicht großartig damit beschweren. Ich habe damit ein gutes halbes Jahr, eine gute halbe Saison gespielt und viele Erfolge feiern können und deshalb kann man den Handschuh auf jeden Fall positive Worte zusprechen. Denn meine einzigen Probleme waren, wie gesagt, dass mir der Handschuh zu groß war und der Grip nach einiger Zeit nachgelassen hat. Schreibt ihr da jetzt mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Handschuh findet oder ob ihr den vielleicht selber habt. Ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare posten, falls ihr selber Torwart seid, welche Handschuhe ihr momentan habt und wie zufrieden ihr damit seid. Ansonsten könnt ihr jetzt noch ein älteres Fußballvideo von mir auf diesem Kanal anschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Tschüss!